Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus, Basteln mit Papier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, heute basteln wir einen Adventskalender zusammen. Und zwar zeige ich euch den jetzt erstmal. Einer ist ja schon fertig und den zweiten machen wir zusammen. Da muss ich euch allerdings ein bisschen höher fahren. Sonst kriege ich das nicht alles drauf. Der ist nämlich etwas größer. So, ich lege ihn mal hin. Also eigentlich ist der zum Aufstellen, so. Und man guckt dann drauf. So, das ist das gute Stück. Mal schauen, habt ihr das alles drauf? So. Und hier habe ich mit der Serie Coming Home gearbeitet. Ihr könnt das natürlich auch mit einem anderen Design machen. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Und der sieht ja so auch schon recht hübsch aus. Ich bringe ihn euch mal ein bisschen näher. So, ich habe hier auch mit verschiedenen Ebenen gearbeitet. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aber der eigentliche Clou ist die Beleuchtung. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Ich mache mal das zusätzliche Licht aus. Jetzt sieht man es besser. Das Licht mache ich immer, damit ihr besser seht, aber jetzt für die Beleuchtung ist das natürlich viel besser. Jetzt seht ihr das ein Stückchen besser so. Also ich habe hier LED-Lämpchen verbaut und ich finde, das macht es jetzt noch mal ein bisschen besonders. Also so ohne Licht und so mit Licht. So, und das möchte ich heute mit euch zusammen basteln. Das könnt ihr, wie gesagt, mit anderem Design machen. Die Lichterkette ist auch überhaupt kein Muss. Ich sage euch, was ich dafür verwendet habe. Und am allerbesten ist es natürlich, ihr schaut euch, jetzt fahre ich mal ein bisschen wieder runter. Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich in mein Handy rein. Ihr schaut euch das Video vielleicht einmal komplett an, damit ihr wisst, was euch erwartet. Denn das ist ja, wie immer bei Adventskalendern, ein bisschen Massenarbeit. Weil wir brauchen ja 24 Schachteln. Die muss man natürlich erstmal machen, ne? Also deswegen, ich räume den jetzt mal weg. So, ordentlich zur Seite. Moment. So, da bin ich wieder. Also, ich hatte ja euch in einem Einkaufsvideo von mir gezeigt, dass ich beim Action so ein Frühstücksbrett, sage ich jetzt mal, Tablett gekauft habe. Das gibt es auch noch beim Action, das gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe es jetzt in ganz hell genommen. Das ist aus Holz. Und das ist mein Rahmen. Ihr könnt dafür auch einen Bilderrahmen verwenden. Oder, wenn ihr sowas gar nicht habt, ihr könnt euch einen Rahmen auch selbst aus Pappe basteln. Da seid ihr natürlich wesentlich freier von den Maßen her, weil ich bin jetzt natürlich an die Maße gebunden, die ich hier vorgegeben habe. Deswegen werden die Schachteln auch etwas krumme Maße haben. Und ja, also ihr könnt euch das auch andersrum machen, dass ihr sagt, ich möchte eine gewisse Größe für eine Schachtel haben. Ich zeige euch gleich, wie ihr das machen könnt, dass ihr euch eine extra, also Schachtel nur für die Größe, die ihr haben möchtet, konzipieren könnt. Und dann macht ihr euch erst die Schachteln, dann legt ihr euch das hin und dann könnt ihr euch ausmessen, wie groß muss eure Rückwand sein. Und die Seitenteile könnt ihr euch dann natürlich auch zurechtschneiden und könnt es dann zusammenkleben, dass das stabil ist. So. Also, hier kommt das rein. Aber als erstes fangen wir mit den Schachteln an. So, das ist die LED-Lichtkette, die zeige ich euch später noch genauer. Das ist jetzt das Grundgerüst sozusagen. Das, was wir uns dann zusammen zuschneiden. Ich hole mal ein dunkleres Papier. Dann könnt ihr das nämlich ein bisschen besser sehen. Auf dem hellen Untergrund
ist das ja jetzt etwas schwieriger zu erkennen. So, also ihr müsst 24 Mal das hier machen. Ich habe mir natürlich, also das wird dann auch noch verbaut als Schachtel. Das wollte ich euch aber zeigen, wie es aussieht. Wir machen eine zusammen. Und ich habe mir hier natürlich am Anfang ein bisschen was aufgezeichnet. Das ist meine Skizze. Und das sind exakt die gleichen Schachteln, die ich auch bei dem Adventskalenderbaum, den ich verlost habe, benutzt habe. Nur waren die Schachteln dort ein bisschen größer. Die hatten da die Maße 6×6. Und die Klebefalz, die ist immer gleich, 1 Zentimeter, ne? Und diese hier haben jetzt etwas krummes Maß. Und zwar habe ich in diesem Tablett innen eine Länge von 35,5 Zentimeter. Und ich habe am Anfang eine Schachtel mit 5 Zentimeter Breite, also 5×5 gemacht. Aber das hat nicht reingepasst, weil beim Falzen werden die noch mal einen Ticken größer, in etwa 2 Millimeter. Und deshalb habe ich jetzt ein krummes Maß von 4,8. Da habe ich dann zwar am Ende eine kleine winzige Lücke, das finde ich aber akzeptabel. Besser als wenn es nicht reinpasst, das wäre blöd. So, also das habe ich mir aufgemalt und so könnt ihr euch das auch machen, wenn ihr ein gewisses Grundmaß braucht. Dann nehmt ihr statt der 4,8, hier sind überall immer 4,8, diese einzelnen, auch da lang, halt das Maß, was ihr haben wollt. 5 cm, 6 cm oder 4 cm, je nachdem, wie groß oder klein die Schachtel werden soll. Ich zoome euch mal ran. So. Und der Aufbau ist ja dann trotzdem gleich. Also ihr könnt euch das selbst ausrechnen, wie groß es sein soll und es euch aufzeichnen. Also ich rate euch das auch, immer vorher eine Skizze machen, weil also bei so einer Massenarbeit, da passiert schnell mal ein Flüchtigkeitsfehler. Wenn man dann so drin ist und auf einmal, zack, ist mir übrigens auch passiert. So, und ich habe mir auch hingeschrieben, bei den krummen Maßen besonders, wo ich falzen muss. Weil im Kopf rechnen, also so immer auf die Schnelle, das war jetzt nicht so meins, ne? Also bei 4,8, bei 9,6, bei 14,4, bei 19,2. Bei runden Maßen ist es natürlich viel einfacher. Das ist klar. So, also ich habe jetzt einen Farbkarton genommen, einen etwas stärkeren. Ich weiß nicht genau, ob das 270 Gramm sind. Also auf alle Fälle nehmt was Stabiles, nicht zu dünn, weil die Schachteln sollen ja halten. Soll ja was rein. Und da habe ich mir sozusagen 24 Mal in den Maßen 20,2 mal 15,4 ausgeschnitten. Bei euch können das andere Maße sein, je nachdem, was ihr hier innen drin habt. Das heißt, ihr habt immer 4 Quadrate auf der Längsseite und 1 cm Klebepfalz. Und in der anderen Richtung sind es 3 und 1 cm Klebepfalz. So. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Ich hole mal mein Falzbrett. So, und als erstes falzen wir. Und ich habe tatsächlich auch immer meinen Spickzettel dabei gehabt, dass ich genau weiß, wo ich falzen muss. Und ich fange mit der langen Seite an. Das hat sich gut bewährt. Also bei 24 Stück vom ersten Kalender, da hatte ich dann schon ein wenig Übung, ne? Und die lange Seite legen wir uns zuerst hier oben an. Und zwar als allererstes in meinem Fall bei 4,8. Mir ist zum Beispiel der Flüchtigkeitsfehler passiert. Ich habe ja hier eine Falz und eine Schneideklinge, dass ich einmal so im Rausch war, im Falzrausch, dass ich aus Versehen die Schneideklinge mitgezogen habe. Und flupp, was ab. Also, ich habe mir dann die Schneideklinge rausgemacht. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. Also, wir falzen als erstes Mal bei 4,8. Dann schieben wir weiter auf 9,6. Dann auf 14,4. Ihr seht das, glaube ich, gar nicht. Haha. Ich war aus dem Bild. So. Also 14,4.
Und das letzte Mal bei 19,2. So. So, jetzt haben wir also hier die 4, sieht man das überhaupt, die 4 Quadrate und eine Klebefalz. So, und jetzt drehen wir uns das auf die kurze Seite, und zwar, dass die Klebefalz, dieser 1 cm nach unten guckt. Und machen genau das gleiche bei 4,8, legen wir uns jetzt wieder an. Dann wieder nach 9,6 rutschen. Und 14,4. So, und jetzt haben wir hier auch noch eine Klebefalz. So, so sieht das jetzt aus. Hier haben wir 1 cm, da haben wir 1 cm. Und das müsst ihr jetzt 24 Mal insgesamt machen. Ich habe das natürlich jetzt alles schon vorbereitet. Die Schachteln sind auch schon fertig, bis auf 2. So, also deswegen ist es ganz gut, wenn ihr euch das vorher anschaut und dann schon ein bisschen vorarbeitet. So, und jetzt schneiden wir uns das ein. Das geht am besten mit der Schere. Ich finde, mit dem Falz- und Schneidebrett ist das jetzt nicht besonders gut. Ich schaue mal, wenn ich jetzt hier was Dunkles drunter lege, ob ihr das dann besser seht. So, und da habe ich es auch so gemacht, dass ich mir meinen Rohling immer mit daneben dran gelegt habe, damit ich keinen Fehler mache. Also das ist ein Tipp für euch. Das kann immer passieren, dass man irgendwo falsch was abschneidet. Immer, dass man was zum Gucken hat, wie es aussehen soll. Gerade wenn man 24 Mal was macht. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und schneiden hier überall erstmal diese Linien ein. Ich habe jetzt die lange Seite hier unten und diese Seite mit der nach oben gehenden Klebelasche habe ich links. Ich bin Rechtshänder, deswegen fange ich immer gern von rechts an. Und ich schneide mir jetzt genau mitten in der Falznaht hier bis zum zweiten, naja, das, ja doch bis zum zweiten, bis zur zweiten Falznaht ein. Und das mache ich jetzt hier die ganze Seite entlang. Auch hier diese Klebelasche. So, jetzt haben wir das hier unten überall eingeschnitten. Und jetzt drehe ich mir das um und mache das hier von der anderen Seite auch, da halt nur bis zur ersten Falznaht. Weil sonst schneidet man es ja durch. So. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Wir haben hier sozusagen überall, nur die Mitte ist noch zusammen. Jetzt drehen wir uns das auf die kurze Seite hier, wo diese Falznaht ist. Und da brauchen wir nur in der Mitte. Und das schrägen wir uns an. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. So leicht anschrägen. Weil bei den Klebelaschen ist es immer besser, wenn das leicht angeschrägt ist, dass da nicht an der Seite was rausguckt, wenn das nicht 100% aufeinander liegt. So, jetzt drehe ich mir das so, dass ich diese Lasche links habe. Und also ich halte mir das jetzt so mit der Lasche. Und das erste, was wir hier haben, das schneide ich in etwa in der Mitte einfach ab. Das spielt jetzt keine Rolle, einen halben Zentimeter her oder das ist völlig unwichtig. So,
Und dann schräge ich mir hier auch das leicht an. So. Und so. Das ist nämlich dann der Verschluss. Ich zeige euch das mal, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist die Schachtel. Hier geht die auf. Das hier. Das ist eins davon. Da kann man sich jetzt streiten, aber das braucht ihr nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann ist das, was man einpackt, nochmal geschützt vorm Rausfallen. Manchmal öffnen sich die Türchen ja so ein bisschen von alleine. So, ich habe das jetzt noch vorher gar nicht vorgefalzt. Das könnt ihr machen. Ich persönlich finde es einfacher zu schneiden, wenn es noch nicht vorgefaltet ist. Also einmal vorher umknicken. Aber bei manchen müssen wir es jetzt machen. Und zwar klappe ich mir das jetzt nach unten weg und das übernächste auch. Weil das hier schneiden wir uns jetzt komplett weg. Das schneiden wir hier direkt an der Falzlinie. Zack, weg. Und dieses hier, das dritte sozusagen, das machen wir genauso wie das erste hier. Mache ich mal ein bisschen raus, vielleicht ist es dann besser. Das schneiden wir uns auch in etwa in der Hälfte ab. Passt auf, dass ihr euch nicht in das letzte reinschneidet. Und das schrägen wir uns auch wieder an. So. Und das hier ist ja sozusagen der Schließmechanismus. Und da schräge ich mir jetzt hier nur diese kleine Lasche ein bisschen an. Da lässt sich das dann ein bisschen einfacher reinstecken. So, jetzt haben wir diese Seite fertig. Jetzt drehen wir es uns um. Jetzt habe ich die kurze Seite vor mir, die nicht diese Klebelasche hat. Und dann klappe ich mir das zweite nach unten weg und schneide mir das hier so ab. Also das könnt ihr euch jetzt aussuchen, Hälfte oder nur ein Drittel. Mehr als die Hälfte würde ich nicht machen. Ich zeige euch auch dann beim Zusammenbauen, warum. Und jetzt können wir uns noch das letzte hier wegklappen. Und dann machen wir das genauso wie das. Also ich nehme jetzt eher so ein Drittel. Ja. Und das war's schon. Das ist der Rohling für die Schachtel. Das müsst ihr jetzt 24 Mal machen. So, dann räume ich die Schnipsel mal weg und dann bauen wir das zusammen zur Schachtel. So, hier haben wir den Rohling, den wir gerade geschnitten haben. Den können wir jetzt erstmal falzen. Das könnt ihr mit dem Falzbein machen. Ihr könnt das auch nur mit den Fingern machen. Einfach alle Linien einmal falzen. Und zwar da, wo das Tal ist, sozusagen, das geht, also das bleibt außen. Und der Berg ist innen. Aber wir haben das eigentlich zum Schneiden schon so hingelegt, dass das passt. So. Und auch in diese Richtung einmal. Jetzt haben wir alles einmal gefalzt. So, jetzt brauchen wir einen, ich nehme Flüssigkleber. Also ich finde das mit Klebeband ein bisschen problematisch, weil ich finde, der Flüssigkleber lässt sich da einfach ein bisschen leichter verarbeiten, wenn man am Anfang nicht gleich 100% sitzt. Nehmt aber einen guten Flüssigkleber. Ich nehme jetzt den Tombow. Wenn ihr einen anderen guten Flüssigkleber habt, nehmt den, der richtig gut hält. So, und dann nehmen wir uns diese kleine Lasche hier an der kurzen Seite, die da. Die klappen wir uns so um und machen da ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und dann nehmen wir uns die Schachtel hier. In der Mitte kann man die so zusammenklappen. Ich zoome euch mal ran ein bisschen, dass ihr es besser seht. Also hier in der Mitte einfach rumklappen und drauflegen. Dadurch, dass die Quadrate gleich groß sind,
passt das genau. Dann könnt ihr jetzt mit dem Finger oder mit dem Falzbein es ein bisschen anziehen lassen. Und da haben wir schon die Grundform. Hier drinnen seht ihr die Lasche. Das ist jetzt die Schließlasche. Die brauchen wir aber nicht zukleben, sondern den Boden. Und jetzt seht ihr vielleicht auch, warum ihr nicht mehr als die Hälfte stehen lassen sollt, weil sonst hättet ihr hier noch überlappend. Die zwei sind eigentlich nur dafür da, dass es hier an der Kante einfach ein bisschen hübscher aussieht und nicht abgeschnitten ist. Ich mache jetzt, das ist nicht unbedingt notwendig, weil der Boden muss nicht wirklich was halten. Hier nur so ganz wenig drauf. Und es ist jetzt auch egal, welche von diesen beiden Seiten ihr nehmt. Dann nehmen wir hier eins drüber. So. Klappen das einfach drüber. Und ich bringe mir hier oben auch gleich Kleber auf. Und klappt das zweite drüber. Wie gesagt, ist völlig egal, von welcher Seite ihr anfangt. Und dann stelle ich mir das auf den Boden. Und nehme mir irgendwas Großes. Ihr könnt ein Falzbein nehmen. Ich nehme jetzt so einen Kleber. Und drücke einmal fest nach unten. Und lasse das mal kurz anziehen. Und jetzt ist der Boden fest. Innen drin sieht es so aus. Und jetzt kann man die Schachtel schon verschließen. So. Das ist schon unsere Schachtel. Das war's schon. Das müsst ihr halt 24 Mal machen. So. Bei den meisten Schachteln ist es einfacher, wenn man es aufmachen will, wenn man hier noch so eine Aussparung hat. Da habe ich mir, ich mache jetzt mal den Kleber zu, eine kleine 1,5 Zoll Kreisstanze genommen. Die hatte ich noch. Und ich mache mir dann hier einfach so ein kleines Stück. Ich messe das jetzt nicht ab, wo die Mitte ist. So. Und wenn ich das jetzt zumache, dann kann ich das jetzt hier viel leichter öffnen. Das ist einfach für die Bequemlichkeit. Das habe ich bei 20 Schachteln gemacht. Bei 4 brauchen wir das nicht, weil, ich zeige es euch nochmal. Da kommt immer ein bisschen raus. Die sind ja hier in der Ecke. Mir würde so ein Teil nirgendwo was nützen. Also hier sind das überall an den Innenseiten, wenn ihr das sehen könnt. Habe ich das an den Innenseiten gemacht. Aber hier in den Ecken, 4 Schachteln, da geht es nicht. Und deswegen habe ich mir hier die Zahlen erhöht aufgeklebt, damit ich hier was zum Angreifen habe. Die anderen sind ganz plan aufgeklebt. So habe ich das jetzt gelöst. Und deswegen braucht ihr nur 20 Schachteln mit so einer Öffnung machen. So, und da wir diese Schachteln eigentlich nur so richtig gut von oben sehen, brauchen wir tatsächlich auch für jede Schachtel nur ein Blatt Designpapier. Also so ein kleines Stück. Ich habe mir da auch aus dem Designerpapier Adventsstädtchen eins rausgenommen. Das hatte solche grünen Streifen. Ich wollte jetzt nichts zu Unruhiges haben, weil der Fokus liegt eigentlich eher auf der Mitte. Auf der Rückseite sah das so aus, wenn ihr euch erinnert, das ist das Papier, wo ich gesagt habe, da kriege ich Augenkrebs von so vielen kleinen Leuten. Und ich klebe das tatsächlich erst in meinem Fall auf, wenn ich die Schachteln in das Tablett reingeklebt habe, weil mir ist es nicht egal, in welche Richtung diese Streifen gucken, ob so oder so. Wenn ihr jetzt ein Papier habt, wo das egal ist, dann könnt ihr jetzt schon diese Oberseiten, den Deckel, bekleben. Ich habe jetzt in meinem Fall, die sind ja 4,8 breit, diese Stücke auf 4,5 mal 4,5 geschnitten. Da müsst ihr dann mal ausmessen, was ihr für eine Schachtel habt. Dass das einen kleinen Rand hat, aber nicht zu viel. So, also wie gesagt, wenn ihr ein Designpapier habt, wo das egal ist, welche Richtung, dann macht's jetzt und klebt es drauf. Ich habe es mit Flüssigkleber gemacht, das kommt ein bisschen drauf an, wie dick euer Designpapier ist.
Wenn es bei euch auch wichtig ist, in was für eine Richtung, dann macht es erst, wenn ihr die Schachteln reingeklebt habt, weil das ist ja nur oben und es geht problemlos. So, dann machen wir nämlich jetzt mit dem Tablett weiter, mit der Dekoration sozusagen und den Schachteln einkleben. Deswegen hole ich das jetzt nochmal. So, hier bin ich mit dem Tablett. Also, wenn ihr kein Tablett oder einen Bilderrahmen habt, dann könnt ihr jetzt eure Schachteln anordnen und dann die Größe bemessen, die ihr braucht für eure Unterlage und das dann alles zurechtschneiden. So, ich benutze jetzt aus diesem Designerpapier Adventsstädtchen dieses hier. Das ist ja 30,5 mal 30,5 und ich werde davon auch nichts abschneiden. Es wird aber ein bisschen was verdeckt werden, das ist klar. Und ich werde mir jetzt, damit ich weiß, was ich sehen möchte, ein paar Schachteln hier positionieren. Ist erstmal egal welche. Einfach irgendwelche Schachteln, die ich schon fertig habe. So. Die stelle ich mir jetzt hier rein. Und dann kann ich mir das Papier nämlich so zurechtdrucken, wie ich es gerne hätte, was für einen Ausschnitt ich haben möchte. Bei mir ist es ja auch so, dass hier im Spalt bleiben wird. Den setze ich mir hier oben hin, weil ich hier das Kabel von den LED-Lichtern rausleiten werde. Das Steuerungsgerät sozusagen hängt dann hier an der Seite. Und deswegen mache ich das parallel hier oben, damit es gleichmäßig aussieht. So. Jetzt haben wir es gleich. Okay. So. Also jetzt sind die Schachteln hier alle drin, manche sind ein bisschen störrisch, so. Und jetzt seht ihr, dass ein bisschen was von dem Bild verdeckt ist. Und jetzt rutsche ich mir das ein bisschen zurecht. Ich möchte eigentlich ein bisschen mehr von den Häusern sehen und die Berge ist mir jetzt nicht so wichtig, dass das komplett drauf ist. Deswegen schiebe ich mir das ein bisschen weiter hoch. Und ich hätte gern, dass hier dieses Haus noch ein Ticken mehr zu sehen ist. Deswegen schiebe ich mir das noch ein bisschen nach links. Wenn ihr jetzt ein Designpapier habt, wo das völlig egal ist, dann könnt ihr dieses Gerucke ja sein lassen. Ihr könnt euch auch statt einem Designpapier den Hintergrund selbst gestalten, was aufkleben, was stempeln, ausgestanzte Elemente draufbringen, ganz wie ihr lustig seid. So. Also, ich habe jetzt beschlossen, das passt jetzt so. Dieses Designpapier. Das heißt, ich nehme jetzt die Schachteln alle wieder runter, lasse aber das Papier liegen. So, jetzt habe ich das mal schnell weggeräumt. Und wie ihr seht, liegt das Papier jetzt überhaupt nicht mehr mittig, ne? Sondern das liegt ein bisschen mehr nach oben und ein bisschen mehr nach links. Ich nehme jetzt einen Bleistift. Mal schauen, wo ich den habe. Da. Und zeichne mir hier ganz grob die Ecken an. So. Wo das Papier liegt. Eigentlich reichen die 2 Ecken da oben. Ich mache jetzt mal hier noch eine dritte Ecke. Wenn 3 Ecken passen, dann passt die 4. auch. Das mache ich, weil ich nehme das jetzt runter, bringe Kleber auf und klebe das auf. Damit ich weiß, wo das lag. Das mache ich jetzt wieder mit Flüssigkleber. Ich habe festgestellt, der Tombow hält auch wirklich gut auf Holz. Da könnt ihr jetzt natürlich auch ein sehr starkes Klebeband nehmen. Dann nehmt ihr einfach das, was eurer Meinung nach gut hebt, auf Holz. Und ja, das Papier selber hat ja jetzt keine tragende Eigenschaft, aber es sollte am Hintergrund, also an der Rückseite schon fest sein. Nicht, dass es dann nach vorne klappt. Das wäre blöd. So.
Ja, mein Kleber ist gleich leer. Also dieses Projekt ist auch sehr kleberintensiv. Ich habe da jetzt fast eine Flasche geleert. So viel, wie ich geklebt habe. So, und jetzt passe ich mir das hier in diese Ecken, die ich mir vorhin angemalt habe, an. Dass das da so passt, und drücke mir das an und lasse das mal kurz anziehen. So. Und als nächstes klebe ich mir die Schachteln hier auf. So, da ich in meinem Fall ja gern diese Lücke da oben haben möchte, fange ich unten an. Und zwar nehme ich mir eine Schachtel, wo ich nicht diese Aussparung gemacht habe. Und ich möchte, dass alle Schachteln, die hier unten sind, so aufgehen. Also ich muss jetzt darauf achten, wie rum ich die aufklebe. Das mache ich auch mit Flüssigkleber. Also das ist hier oben, wo es aufgeht. Und ich mache mir jetzt den Boden voll mit Kleber. Und dann drücke ich mir diese Schachtel hier in die Ecke. Und dann kann man die auch aufmachen. Und kann so wie vorhin irgendwas nehmen und das da so reinpressen, dass das anzieht. So. Und das nehme ich mir für diese Ecke hier unten auch gleich noch so eine Schachtel, die nicht so ein Nupsi hat, so eine Öffnung. So, die habe ich mir jetzt auch schon mal hingeklebt. Und jetzt positioniere ich mir hier die restlichen 5 Schachteln. Ja, die hat auch keine Öffnung. Da. Und achte bei allen da drauf, dass die richtig rum aufgehen. Und die muss ich jetzt auch nicht extrem fest Richtung das andere drücken, weil auch hier verteile ich das relativ locker, um hier keinen großen Zwischenstand entstehen zu lassen, so wie das hier oben sein wird. Und die klebe ich mir jetzt alle ganz genauso an. Ja, ich achte nur darauf, dass ich das schön hier nach unten an diesen Rand dran schiebe. Jetzt habe ich die unterste Reihe fertig. Und jetzt mache ich das gleiche mit oben. Nur, dass die Schachteln dann nach da aufgehen sollen. Aber ansonsten unterscheidet sich da nichts. So, jetzt habe ich die Reihe mal schnell fertig gemacht. Es ist ja sonst langweilig, wenn ihr mir da bei allem zuguckt. Wie ihr seht, habe ich hier versucht, dass die nicht alle direkt aneinander sind. Dadurch fällt das dann nicht mehr so auf, dass es dann doch so gute 5-6 mm am Ende sind, die noch Platz wären. So, und die restlichen Reihen, also hier versuche ich das auf der Seite auch so zu machen, das ist mir bei dem anderen nicht ganz so gut gelungen, dass das gleichmäßig ist und nicht so eine riesen Lücke bleibt. Das positioniere ich mir jetzt erstmal. Und da sollen die Schachteln alle nach da aufgehen. Und hier brauche ich aber eine Lücke. So. Weil da kommt ja der Anschluss von der LED-Lichterkette rein. Also wenn ihr das ohne Licht macht, dann braucht ihr natürlich diese Lücke nicht. Ja, also hier brauche ich ein bisschen mehr Lücke. Vielleicht nicht ganz so groß wie vorhin, aber ein bisschen brauche ich schon. So. Und die gehen dann in diese Richtung auf. So. Und hier in die Ecken, das habe ich vorhin gar nicht extra gesagt, da sind wieder die 2, die nicht so eine bequeme Öffnung hier haben, wo wir nichts rausgestanzt haben, ne? Also das klebe ich jetzt mal schnell an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich alles draufgeklebt. Die ganzen Schachteln. Also hier habe ich versucht, dass da nichts groß bleibt. Und hier habe ich einen kleinen Spalt gelassen. Ja, die Schachtel ist noch ein bisschen störrisch. Das gibt sich dann noch.
Ich klebe ja hier dann noch so eine Art Fensterrahmen hin. Das stabilisiert das Ganze auch nochmal. Und deswegen auch die 2 Laschen da innen drin, falls mal was aufspringt, dass man nicht gleich sieht, was drin ist, sondern es einfach wieder zumachen kann, ne? So, jetzt würde ich das Designpapier aufkleben. Na, gerade spricht mir davon, da geht die Schachtel auf. So, also wie gesagt, mir war es ja nicht egal, wie rum. Also, ich versuche das mal ein bisschen einer Gardine nachzuempfinden, dass alles in die eine Richtung geht. So, na, die will einfach nicht. So, zack. So. Das ist schon falsch. Das ist falsch rum, so rum. So. Also das könnt ihr natürlich so anordnen, wie ihr das gerne hättet, je nachdem, was ihr für ein Papier nehmt. Ich versuche hier einen Blick aus dem Fenster zu simulieren, ja, mit viel Fantasie. Ja, irgendwo muss ich mich entscheiden, es ist ja eine ungerade Zahl, sind 7. Also machen wir es ab hier in die andere Richtung. Aber dann halt konsequent. Nein, falsch rum, so rum. So. So. Und die klebe ich mir jetzt einfach alle erstmal auf. So, jetzt habe ich das Designpapier alles aufgeklebt. Und jetzt wäre das ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, das reicht. Das sieht schon super aus. Ich lasse das so. Ich mache noch die Nummern drauf und gut ist. Also, der sieht ja auch jetzt schon echt super aus. Die Nummern habe ich übrigens schon vorbereitet. Und zwar könnt ihr die aus dem Karton, den ihr hier bei den Schachteln abgeschnitten habt, könnt ihr das ausstanzen. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich habe mir eine 1 Zoll Handstanze genommen. Kann man das lesen? Da. Und habe das ausgestanzt und ich habe ein paar Zahlenstempel da gehabt und habe das da drauf gestempelt. Oder wenn ihr solche Zahlen als Sticker habt zum Beispiel, könnt ihr das nehmen. Da verwertet ihr auch gleich nochmal ein bisschen von dem, was da so abgefallen ist, ne? Jedes Papier kann man irgendwie noch verwenden. Also, wie gesagt, das wäre ein Zeitpunkt, wo ihr sagen könnt, das langt mir schon. Dann kann man hier vielleicht noch ein bisschen Glitzy-Zeugs drauf machen und fertig. So, ich mache jetzt weiter. Ich habe euch ja gezeigt, ich hatte hier so ein bisschen wie so eine Art Schneeberge. Das kann man natürlich mit solchen gerundeten Stanzen machen. Ich habe ja dieses Set gekauft, Coming Home. Mal gucken, hier klebt alles Mögliche unten dran. Das Stempelset habe ich jetzt selber noch gar nicht benutzt. Aber hier sind die Stanzen. Und dann könnte man dann zum Beispiel mit solchen Stanzen hier Bögen ausstanzen. Das geht wunderbar. Ist mir aber irgendwie zu umständlich. Ich habe mir jetzt einfach, das sind die Reste vom ersten, Flüsterweiß genommen, weil, ja, ihr könnt auch ein anderes Weiß nehmen, um Gottes Willen. Und zwar starken Karton. Und habe mir das einfach frei Schnauze ausgeschnitten. Also ihr könnt euch natürlich vorher eine Linie zeichnen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hier habe ich noch einen unversehrten Karton. Ich muss mal schauen, ob ich von den anderen noch was verwenden kann. Und ich schaue jetzt einfach, wo denn mein höchster Berg enden soll. Also vielleicht hier so. Und dann messe ich mir mal ab, wie viel Zentimeter das in etwa sind. Ja, also vielleicht so 12,5. Ja, dann wüsste ich schon mal, ich könnte hier mit einem Papier, was 12,5 hoch ist, anfangen. Und dann würde ich mir hier einfach eine Linie schneiden. So, ich bereite mir mal alles vor und hole mir eine Schere. Dann machen wir das mal zusammen. So, ich habe mir jetzt mal was zurechtgeschnitten. Also ich habe mir überlegt, das soll hier oben schon anfangen. Und ja,
Wir schneiden es kleinen Bogen. Und ich habe mir, also das sind jetzt, glaube ich, 14 Zentimeter oder sowas gewesen von der Höhe her. Da müsst ihr mal schauen, wie ihr das bei euch machen wollt. Je nachdem, was ihr für einen Hintergrund habt. Und die Breite, die ich hier zur Verfügung habe, sind 25,5. Also ein paar Millimeter wahrscheinlich mehr, aber so, dass ich bequem reinkomme. So. Und jetzt könnte man sich hier, also man kann das ja von der Höhe hier auch noch variieren. Man kann sich jetzt mit dem Bleistift zum Beispiel schon was vorzeichnen, ne? Also, dass man möchte, dass das dann hier so ein bisschen weiter runter geht und dann vielleicht hier nochmal so hoch. Könnte man schon zum Beispiel schon so machen, ne? Wir machen das jetzt einfach. Freie Schnauze, weil das soll ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Das ist dann am Ende genau so, wie ihr das geplant habt. Weiß doch keiner, wenn ihr irgendwo eine Zacke reingeschnitten habt. Und das meiste sieht man eh nicht. So. So. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr ja noch einen anderen Versuch machen. Also. So hätte ich das jetzt gern. Jetzt haben wir hier ein Stück über. Da kann man ja zum Beispiel mal gucken, kann man das hier vielleicht verwenden? Könnte man, ne? Man könnte jetzt hier so einen Hügel drüber laufen lassen. Da kann man das nämlich auch gleich noch verwenden. Dann ist das nicht fort. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht, wenn das jetzt übereinander liegt. So. Und dann schauen wir mal, was ich von den gestern noch über habe. Da habe ich ja hier noch so ein Stück. So, da muss ich jetzt mal gucken. Das muss ich mir aber auch noch auf die 25,5 kürzen. Das mache ich jetzt mal schnell. So, da bin ich wieder. So, ihr glaubt gar nicht, was das bei dem ersten Kalender für ein Gewurschtel war. Also jetzt ist das viel durchdachter und geordneter. Weil beim ersten Mal, da probiert man rum, man weiß ja nicht, wie es aussehen soll, ne? So, das heißt, man weiß schon, wie es aussehen soll, aber man weiß nicht, wie man da hinkommt zu dem Ergebnis. So, jetzt könnten wir hier auch noch so Hügel machen. Ja, wir könnten hier so einen Hügel da laufen lassen. So. Schauen wir mal. Das sieht bestimmt gut aus. Das schneiden wir uns jetzt einfach ab. Und wirklich keine Angst haben, dass ihr meint, das muss irgendwie perfekt sein, um Gottes Willen. Das muss es nicht. Das meiste sieht man wirklich nicht mehr, weil wir dekorieren das Ganze ja noch. So, also, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich jetzt hier zum Beispiel auch noch mit so einer Glitzerstrukturpaste versucht, so ein bisschen wie Schnee hinzukriegen, der ein bisschen glitzert. Darauf habe ich jetzt verzichtet. Jetzt legen wir das mal drüber. Ja. So sieht das jetzt aus. Jetzt kann man sich überlegen, ob man vielleicht noch eine Lage macht, aber eigentlich langt das schon. So. Und ja, ich habe die Zeit aber nicht. Wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, weil das braucht meistens einen Tag zum Trocknen, dann könnt ihr das gerne machen. Aber ich finde, das sieht auch ohne super aus. So, und jetzt kommt eigentlich das Gefummel mit den LED-Lämpchen, weil ich die natürlich hier reinziehen möchte. Es soll ja schön beleuchtet sein hier unten drunter. Und das wäre ratsam, wenn man es reinzieht, bevor es aufgeklebt ist. So, da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich gestern auch ganz anders gemacht. Das war wirklich ein Gefummel. Da war das ja schon aufgeklebt und dann habe ich das da durchgemacht. Also ich hole euch jetzt mal die LED-Lichter. So, ich habe es jetzt mal ausgepackt. Das habe ich aus dem Action. Aber ich bin mir sicher, sowas gibt es auch in ganz vielen anderen Läden. Ich habe es genommen, weil es nur 2 Meter ist. Es gab es auch in bunt, aber ich wollte es tatsächlich nur in warm weiß sogar. Batterien sind nicht enthalten. Ich wollte unbedingt eine Lichterkette, die nicht an den Stromanschluss muss, weil dann ist man ja so gebunden, wo man den Adventskalender hinstellt.
Also, ich habe die Batterien schon reingelegt und die Lämpchen, das ist so ein feiner Draht mit so ganz kleinen Lämpchen. Ich schalte das jetzt mal ein. So. Und es sieht wunderbar aus. So. Und an diesen An- und Ausschalter muss man natürlich rankommen können. Deswegen kann ich den hier nicht hinten irgendwo verbauen. Also das wäre dann jedes Mal ein Gefummel, wenn man hier irgendwo hintergreift, da muss man einen Ausschalter treffen. Deswegen habe ich das ja so gelöst, dass das hier an der Seite ist und ist in so einem hübschen Säckchen verpackt. Und deswegen geht ja dann auch der Draht hier durch diese Lücke, die ich gelassen habe. So. Und jetzt werde ich, also das ist mein Ziel, diesen Draht hier immer hinter diesen Landschaften lang führen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man das macht, bevor man es aufklebt. So, und das Dekorieren können wir nämlich danach auch noch machen. Das geht auch, wenn diese Schneeberge schon drauf sind. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die ersten 2 Schichten weg und nehme mir das unterste. Ich möchte das erhöht aufkleben und werde mir jetzt hier überall erstmal so dimensionales Schaumstoffklebepunkte oder wenn ihr ein Klebeband habt, könnt ihr das nehmen, aufkleben. Das mache ich jetzt mal schnell. So, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe die Schutzfolien aber noch nicht abgezogen. Ich versuche jetzt mal diese Lichterkette mit ganz normalen Tesafilm hinten dran zu befestigen. Gestern habe ich das alles irgendwie einzeln hinterher gemacht. Und ja, das war ein bisschen sehr fummelig. Also das war unklug und deswegen machen wir das heute mal ein bisschen anders. Nämlich vorher, bevor ich es aufklebe. So. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn hier ein Klebeband ist. Das klebe ich jetzt einfach rum. Das ist ein mattes Klebeband. Das heißt, das fällt auch gar nicht auf. So, und jetzt möchte ich natürlich, dass diese, also das ist ein Draht, das kann man biegen. Aber ich möchte natürlich, dass die Lichter hier weiter oben sind. Das kann ich mir ja so dran machen. Ich hoffe, dass das auf Dauer auch hält. So. Das ist jetzt wahrscheinlich total langweilig für euch, aber ich möchte euch natürlich zeigen, wie ich das mache. So. So. Schauen, dass ich das hier lang führe. Also wie gesagt, den Draht kann man biegen. Und hier ist eine Schlaufe drin. So, noch hier am Ende noch ein bisschen festmachen. Hier an der Seite. So, wir können ja mal gucken, wenn ich es anschalte, wie es aussieht. Jo, man sieht's, ne? Also, ja. Man sieht jetzt die einzelnen Punkte, das ist richtig. Wenn man es ein bisschen diffuser haben will, müsste man wahrscheinlich so ein Lichtband nehmen. Oder noch einen stärkeren Karton oder die Lichter vielleicht weiter unten aufkleben auf die Unterlage. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. So, also. Und dann möchte ich natürlich, jetzt probieren wir mal, wir legen das jetzt hier mal so rein und nehmen die zweite Lage. Jetzt muss ich mal schauen, die zweite Lage kommt dann hier, wie weit nach unten ich jetzt den Draht führen muss, damit ich hier in die nächste springen kann, also ungefähr dahin. So,
Das heißt, wir kleben das hier auch noch ein bisschen an. Ja. Und dann wechseln wir nämlich auf die nächste Ebene. Ja. Das hier so. Und jetzt, der nächste Part ist, wir haben jetzt halt immer die LED-Karte, ich muss das Kabel wieder rum. Jetzt mache ich die Schutzfolien ab. Und wir kleben das auf. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so spannend, aber gehört auch dazu. So. Und jetzt kommt der spannende Teil. Wir positionieren uns das hier drauf. Das ist natürlich das Kabel hier. Das tue ich mal nach oben biegen, dass das gleich oben rausguckt. So wie wir das haben wollen, tun wir das jetzt hier reinkleben und drücken das fest. Also das ist jetzt fest. Wir gucken nochmal, die Lichter funktionieren alle noch. So, und jetzt machen wir das gleiche mit der nächsten Lage. Das heißt, ich bringe mir hier erstmal wieder doppelseitiges Klebeband auf und dann fummeln wir uns das ganz genauso dran. So, jetzt habe ich hier auch mit ein paar kleineren gearbeitet. Und im Grunde genommen machen wir das jetzt ganz genau so. Wir versuchen uns das jetzt hier so ein bisschen lang zu drapieren. Wobei das hier hinten nicht mehr ganz so wichtig ist, weil da kommt ja schon die nächste Lage drüber dann, ne? Also das brauchen wir eigentlich nur so ein bisschen bis hier machen. Und ja, also das kommt ja jetzt hier raus. Das heißt, ich führe das jetzt hier unten, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, also hier unten rein. Und kleben wir das dann da auch gleich fest. So. Da muss man es halt immer schon so ein bisschen positionieren. Das könnt ihr jetzt gar nicht so richtig sehen, ne? Ich zeige euch gleich, wenn es fertig ist. Na, Schachtel. Ich brauche hier einen Platz, wo es ankleben kann. So. Also, ich hebe es mal hoch. Ich habe mir das jetzt hier hochgeleitet und jetzt gehe ich mit den Lichtern wieder hier oben lang. Das mache ich jetzt mal schnell. So, ich habe mir das jetzt mal hinten dran gefummelt und das kommt dann hier irgendwo wieder raus. Das sieht man dann eh nicht. Und jetzt mache ich mir einfach wieder das doppelseitige Klebeband, also die Schutzfolien ab. Also dieses erhöhte, ich klebe es immer noch erhöht auf und klebe mir das hin. So, jetzt habe ich das auch rangeklebt. Hier. Und das gleiche mache ich jetzt noch mit der dritten Lage. Wenn ich das fertig habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das hier auch noch gemacht. Ich schau mal, dass ich es hochheben kann. Also ein bisschen Draht sieht man hier noch, das können wir dann noch wegbiegen mit dem Aufhebhelfer. Und hier kommt das natürlich raus, was über ist. Das werde ich dann hier ringsherum führen, bis es zu Ende ist. So, jetzt gucken wir mal. Wir machen es an. Okay, das da gehört da nicht hin, aber die hier sind jetzt alle schön beleuchtet, ne? Und jetzt werden wir das verzieren, weil das sieht ja noch ein bisschen nackig aus. Und zwar habe ich da schon was vorbereitet, was für ein Wunder. Und zwar gibt es da dieses tolle Designerpapier. Ich hole es mal schnell. Das hier. Und ich habe euch ja schon in meinem Auspackvideo gezeigt, man kann das ausstanzen. Und das habe ich gemacht. Ich habe jetzt einfach mal pro forma ein bisschen was ausgestanzt. Unter anderem zum Beispiel auch solche angefangenen Häuser hier oder angefangene Bäume. Das kann man auch super verwenden, weil wir können sie ein bisschen verstecken.
So, und ich weiß noch nicht genau, wie viel wir davon brauchen. Aber ich habe jetzt mal eine Auswahl an Häuschen, an Bäumchen. Und das werden wir jetzt dann, die fallen ja alle schon runter, mal so ein bisschen verteilen. Ich tue das jetzt mal so ein bisschen hinlegen. So, ich habe mir das jetzt mal ein bisschen drapiert. Ich fahre euch mal ein bisschen näher ran. Ob ihr das jetzt seht, die sind noch nicht aufgeklebt. Ich habe hier sogar noch ein Haus übrig. Keine Ahnung, ob ich das noch irgendwo hin mache. Vielleicht hier hin. Ein Bäumchen haben wir noch. Ja, dann nehmen wir noch ein Bäumchen. Das tun wir noch da oben hin. So, und die klebe ich mir jetzt auf. Teilweise einfach nur plan und manche Sachen, also die Bäume hier zum Beispiel, die tue ich mir mit einem Menschennest aufkleben, dass die noch ein bisschen weiter vorne wirken. Das mache ich jetzt mal. So, jetzt habe ich das alles mal drauf geklebt. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ich habe hier versucht, Dimensionen reinzubringen. Also hier ein paar mit Dimensionals, ein paar sind plan aufgeklebt. Manche habe ich hier hinten dran aufgeklebt, manche da drauf. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist so ein bisschen 3D-Effekt. So, also, jetzt sehe ich gerade, den einen Draht wollte ich noch reinschieben. Das können wir mit dem Aufhebhelfer machen. So, den kann ich ein bisschen nach unten drücken und schon ist er weg. So, und zur Verkleidung habe ich ja bei dem anderen hier so eine Art Holzrahmen gemacht. Ich hole ihn noch mal schnell und zeige es euch. So, also hier. Da habe ich mich echt verkünstelt. Da habe ich die LED-Lichter auch da reingelegt, unten Öffnung gemacht, dass das Licht rauskommt. So kompliziert machen wir es jetzt nicht. Also wir machen schon so einen Holzrahmen und kleben dann die LED-Leiste einfach unten dran. Genommen habe ich dafür auch ein Blatt, ein DSP-Blatt, und zwar aus ganz mein Geschmack. Ich zeige es euch gleich. So, ein bisschen weiter raus hier. Also dieses hier. Ich wollte ja sowas wie einen Fensterrahmen simulieren. Auf der anderen Seite sieht das so aus. Und ich räume jetzt mal den Kalender weg und dann schneiden wir uns das zurecht und falzen. So. Ich habe hier auch eine kleine Skizze gemacht, ganz klein. Wir brauchen hier 5,5 cm Länge, also nein, Breite. Davon brauchen wir 4 Streifen. Das heißt, ich schneide mir jetzt, also bei dem Holz ist es mir eigentlich egal, was für eine Richtung, aber wenn euch das nicht egal ist, sucht euch die Richtung aus. So, also 5,5 und das, na komm her, 4 mal, so, so, und noch einmal. So, da haben wir noch was über. So, und von der Breite her brauchen wir bei der einen Seite, so wie bei dem Flüsterweiß, 25,5. Und zwar, ich habe vergessen, mein Licht anzumachen. Ha, es werde Licht. 2 Streifen. Also 2 Streifen müssen 25,5 cm lang sein. Das heißt, wir kürzen uns das jetzt noch um 5 cm. So. So, und die anderen Streifen, die klemmen wir ja dazwischen. Und zwar sind die immer 1 cm breit am Ende, also dass was rausguckt. Das heißt, wir müssen uns von den 25,5 2 cm abziehen. Dann haben wir also noch 23,5. Die anderen beiden kürzen wir uns also auf 23,5. Also beim ersten Mal habe ich tatsächlich erst die einen eingeklebt und dann gemessen, was noch über ist. Nicht, dass man auch rechnen könnte, ne? So, 23,5.
So. Und falzen tun wir bei allen gleich. Da brauche ich jetzt den langen Arm nicht mehr, denn wir falzen immer an der kurzen Seite. Mache ich euch jetzt mal ein bisschen näher, dass ihr was seht. So, mal gucken, dass ich das so hinkriege. Und wie wir ja an meiner Zeichnung gesehen haben, falzen wir da verschiedene Stärken. Jetzt habe ich das Reststück hier wieder hin. Also, und zwar, wir fangen an bei 1,5. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh Mann, so. Also 1,5. Immer schön gerade anlegen. Dann 2,5. Dann kommen wieder 1,5 dazu. Das heißt, wir sind dann bei 4. Und dann noch 1 cm, also 5. Dann bleiben noch 0,5 über. Das ist jetzt natürlich ein Designpapier, wo man das nicht besonders gut sieht. Ich glaube hier auf der Seite auch nicht. Ich knick's mal, damit ihr seht, was da rauskommt. Im Grunde genommen eigentlich nur ein Viereck. Ein langes. Eine Röhre, eine viereckige Röhre. So. Weil ich will ja eine Art Fensterrahmen bauen. So. Das heißt, hier haben wir jetzt das geknickt. Und ich möchte immer, dass das 1,5 cm tief ist, also nach unten zeigt, und 1 cm oben. Man könnte es auch andersrum machen. Und diese 0,5, die überbleiben, das ist die Klebelasche. So. Und beim ersten Modell habe ich mir echt die Mühe gemacht und habe das LED-Band hier durchgewurstelt. Das mache ich jetzt nicht. Das heißt, ich kann mir das jetzt alles so falzen, genau so wie eben gerade, und schon zusammenkleben, weil ich werde es diesmal einfach unten drunter kleben. Und das mache ich jetzt mal schnell mit den anderen verbliebenen 3. So, jetzt habe ich die alle gefalzt. Ich habe sie auch schon einmal vorgeknickt. Jetzt kleben wir die zusammen. Das geht auch bei allen 3 gleich. Ich habe hier diese 0,5 und ich habe ein ganz schmales Klebeband, ein starkes. Ihr könnt es auch mit Flüssigkleber machen. Mir ist jetzt hier tatsächlich das Klebeband lieber. So. Und das bringe ich mir jetzt, oh, ich bin nicht im Bild, super, bringe ich mir jetzt hier auf. Abschneiden. Dann einmal drüber fahren mit dem Falzbein, dass es fest ist. Dann ziehe ich mir hier die Schutzfolie ab. Das zoome ich immer ein Stückchen ran. Da könnt ihr jetzt tatsächlich das hier so hinlegen. Also ihr könnt natürlich auch nur die 0,5 umknicken. Ich habe jetzt einfach die nächste Lasche genommen, damit ich was zum Festhalten habe. Und diese 1,5 cm einfach draufkleben. So. Jetzt haben wir hier, naja gut, ich habe es nicht ganz getroffen. Nochmal kurz abmachen. Jetzt mache ich die anderen auch noch. So, ich glaube, mein Fehler vorhin war einfach einmal das schiefe Falzen und dass ich mir das leichter machen wollte, indem ich nicht die 0,5 cm umklappe. Aber wenn ich das tatsächlich, wenn ich mir die Mühe mache und dann hier
das bündig auflege und das Stück für Stück mache und nicht alles auf einmal, dann funktioniert das tatsächlich sehr gut. Also Flüssigkleber wäre da jetzt natürlich etwas dankbarer, aber ich glaube, es wäre ziemlich frickelig mit diesem schmalen Teil, das so lange festzuhalten in der Position, wo es sein soll, bis es trocken ist. Da hat jetzt dieses doppelseitige Klebeband für mich wieder einen Vorteil. So, jetzt habe ich 4 solche Sachen. Und die bringe ich mir jetzt noch auf in meinen Kalender. Dazu muss ich mir den nochmal herholen. So, also dazu ist es jetzt wichtig, dass ich tatsächlich dieses Steuerungsgerät draußen habe, das Kabel hier schon durch die Leiste geführt habe und der Rest vom Kabel hier drinnen liegt und nicht irgendwo hier über den Rand. So, dann habe ich ja hier 2 kurze und 2 lange. Ich fange jetzt mal mit den langen an. Ich lege mal die kurzen zur Seite, das sind die 2 gleich langen und die kommen da und dahin oder da und dahin. Also wichtig ist gegenüber. So, und dann nehme ich mir am besten die Kante, wo ich zusammengeklebt habe und mache mir hier auf der einen Seite Flüssigkleber drauf. So. Also ich gucke jetzt, dass ich die nicht so schöne Seite, wobei die alle schön sind, nach hinten tue. So, und jetzt nehme ich mir, ich fange jetzt tatsächlich mal hier an, diese Leiste und bringe die hier dran. Und zwar schon noch so ein Abstand, dass ich hier problemlos das hier öffnen kann. Ja? Also ich zeige es euch gleich, wenn ich es angeklebt habe. Und zwar möglichst auf gleicher Höhe, rechts und links. Passt ja auch super dazwischen. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen Geduld. Das muss ich jetzt erstmal anziehen, überall gleichmäßig versuchen, ein bisschen anzudrücken. Der Flüssigkleber braucht ein bisschen, dass es dann wirklich fest ist. So. Ich glaube, das hebt jetzt schon von alleine. Und das stabilisiert auch nochmal so ein bisschen die Schachteln, die vielleicht von alleine aufspringen. So, ich versuche euch das jetzt mal hochzuheben, damit ihr seht. Ich habe das in etwa da gemacht. Ihr könnt es ein bisschen höher, ein bisschen niedriger machen, so wie es euch besser gefällt. So. Und das machen wir jetzt mit der hier. Genauso, die kommt jetzt hochschieben, hier unten hin. Da bringe ich mir auf die nicht so schöne Seite wieder Kleber auf. So. Und versuche mir das jetzt in etwa in der gleichen Höhe aufzubringen. Nicht so schön, das Seite nach unten. Moment. So. Hier einmal dazwischen. Dann gucken wir, dass wir hier in etwa die gleiche Höhe haben wie da drüben auch. So. Und jetzt drücken wir das ein bisschen an. Überall ein bisschen. Mal kurz warten, bis es fest ist. Und dann haben wir ja noch die kurzen, die passen jetzt hier dazwischen. Also haben wir ausgerechnet gerade so. Das stabilisiert auch noch mal hier so ein bisschen. So, und dann machen wir es jetzt auch so. Die schöne Seite, die nicht so schöne Seite machen wir nach hinten. Da kommt der Kleber drauf. Die nicht so schöne Seite ist die, wo ich aufeinander geklebt habe, sozusagen. So. Jetzt habe ich hier natürlich die Stelle, die mache ich jetzt nach unten. Dann guckt halt mal die Falznaht nach oben. So, und jetzt mache ich mir das hier dazwischen und im Prinzip ist ja die Höhe schon vorgegeben. Und presse mir das hier ran. Schaue ich, dass ich das hier auf der gleichen Höhe wie das andere abschließen lasse.
Ja, da brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Geduld, bis das überall dran bappt. So. Und jetzt springt die eine Box auch nicht mehr ganz so leicht auf. Und das Ganze machen wir natürlich mit der letzten auch noch. Dann gucken, wo ist die nicht so schöne Seite. Die sind alle hübsch. So. Und jetzt bringe ich mir das hier auch dazwischen rein. Auf der gleichen Höhe ungefähr. Und dann wieder andrücken. So. Und das Ganze soll jetzt so ein bisschen wie ein Fensterrahmen aussehen und soll natürlich auch so ein bisschen die Ränder verdecken. Und die übrig gebliebene LED-Leiste, die kann man nämlich darunter verstecken. Also heute drunter, nicht wie gestern innen drin. Das ist nämlich ein Gefummel. War im Nachhinein gesehen nicht so eine tolle Idee. So. Ich bin gespannt, ob man da jetzt auch einen Unterschied sieht, wenn die LED-Lichter unten draußen dran sind. So. Das heißt, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen ein Gefummel, dass ich mir diese Leiste hier unten mit Klebeband befestigen muss. Das mache ich jetzt mal schnell, weil das ist jetzt nicht so interessant. Ihr habt ja gesehen, wie ich das mache. Immer so dazwischen ein bisschen Klebeband. Und das sieht man ja dann auch nicht wirklich. So, jetzt habe ich das alles hier hinten mit Tesafilm festgemacht. Ich hoffe, das hält. Ich habe matten Tesafilm, das heißt, selbst wenn hier mal ein bisschen was rausguckt, es fällt eigentlich nicht auf. Jetzt habe ich es angemacht. Sieht super aus, finde ich. Ich muss jetzt nur noch das hier verpacken. Ich habe mir dafür von Action solche kleinen Beutel gibt es da. Ich habe mir jetzt diese Farbe ausgesucht. Da gibt es verschiedene Farben. Und ich drehe den jetzt mal hochkant und mache den mal aus. So. So, dass ihr das bisschen seht, was ich jetzt treibe. Weil, ich mache euch mal ein bisschen höher. Ihr müsst ja da wieder rankommen können. Ihr müsst das ja an- und ausschalten können und auch mal die Batterie wechseln. So, jetzt lege ich das hier rein. Und einen Ticken kann man das zuziehen. Und das befestige ich mir jetzt hier mit 2 Reißzwecken, dass das dann an der Seite hängt. So, ich hole mal schnell ein paar Reißzwecken. So, schlecht vorbereitet, hatte ich keine da. Also, ich mache mir jetzt einfach hier oben eine Reißzwecke rein. Das ist kein Hexenwerk. Einmal fest drücken. So. Und natürlich hier auch. So. Okay. Jetzt. Ja, dann kann man das Beutelchen auch jederzeit aufmachen und das rausholen. Und man kommt hier von draußen sogar, kann man erfühlen, wo dieser Taster ist. So, und dann hängt das jetzt so. So, fällt nicht runter. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich hier noch so ein kleines Stückchen Papier drüber mache zum Verkleiden. Und das ist alles, weil ich finde, das sieht ein bisschen hässlich aus, wenn das hier durchguckt. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt fertig. Jo, also ein monstermäßiger Adventskalender mit viel Schnickschnack. Das kann man einfach halten. Also die Lichterkette ist optional. Der Hintergrund natürlich ist optional. Den könnt ihr anders gestalten. Wenn ihr keine Lichterkette habt, dann braucht ihr auch diesen Rahmen zum Beispiel nicht. Den habe ich ja jetzt genommen, um das zu verstecken, das Kabelgewirr. Und ich mache jetzt dann natürlich noch die Nummern hier drauf. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Also hier in den Ecken erhöht mit Abstandskleber. Und
dann ist das Ding eigentlich fertig. So, tata, ich habe gezaubert. Die Nummern sind drauf. Also, ja, jetzt ist er fertig. Tatsächlich. Ein bisschen höher, dass ihr alles seht. Und ja, um das zeitlich einfach mal einzuordnen, ich habe mit der ganzen Schnibbelarbeit und der Dekoration und so, also bestimmt kompletten Tag gebraucht. Also für diesen Videodreh habe ich jetzt 2,5 Stunden gebraucht, auch wenn das Video selber gar nicht so lang ist. Ich habe ja mal wieder Pause gemacht und ich hatte schon Übung. Also plant am besten 1 bis 2 Tage ein, denn 24 Schachteln machen und zusammenfalten und das alles hier reinkleben und so. Das, also man hat ja dann auch nicht immer Lust, da 3, 4, 5, 6 Stunden am Stück da zu sitzen. Also ich sage jetzt einfach mal so 2 Tage werdet ihr dafür brauchen. Also ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht nützt es dem einen oder anderen ja auch noch was und der ist dann genauso spät dran wie ich. Und hat hier vielleicht noch eine hübsche Idee, die ihm gefällt. Das so oder so ähnlich nachzubasteln mit einem anderen Design, ohne Licht, je nachdem. Und dann freue ich mich, wenn euch das Video gefällt und ihr mir vielleicht einen Daumen hoch gebt. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da kommen dann auch wieder ja, ein paar winterliche Sachen. Und Weihnachtskarten werde ich ja dann auch bald mal machen. Ich habe noch gar keine gemacht, aber der Dezember hat ja ein paar Tage, ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!